Die letzten Runden einer Kultachterbahn. Wir müssen da heute mal drüber sprechen, was nach 30 Jahren Dragon Khan mit dieser Bahn passiert. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und meinem kleinen 30 Jahre Review zu Dragon Khan im PortAventura World. Und diese Bahn feiert dieses Jahr 30-Jähriges. Wir sind in der PortAventura World für dieses Video. Hat 1995 eröffnet. Dragon Khan hat auch 1995 eröffnet. Die große Frage ist, wer von euch war da schon auf der Welt? Ich leider ja. Und es ist ein Coaster, der ist einfach wie eine Achterbahn aus den USA, aber hier in Europa und zwar in Spanien. Die haben da auch so ein Faible für irgendwie ein bisschen. Und jetzt nach 30 Jahren, wir hatten es vor kurzem in den News-Video, gibt es ein großes Retracking von Dragon Khan. Es wird die Copa Roll und ein Looping ausgetauscht. Da brauchst du auf jeden Fall einiges an Energie für und dafür gibt es Holy Energy. Oh mein Gott, ganz schnell. Es gibt neue Sorten. Ich zeige sie euch nur, bevor andere wieder Schnappatmung bekommen. Und wenn ihr vom Sport kommt und nochmal ein Hydration braucht, gibt es das auch noch. 10% Rabatt mit Ride 10. Unten ist der Link in den Holy Shop und dann war es das auch schon. Es sind ja manche, die sehr panisch und allergisch auf Holy reagieren. Wenn euch das so stört, benutzt weniger den Adblocker, dann müssen wir sowas hier auch nicht machen. Und weiter geht's im Video. Denn PortAventura hat nicht unten über meinen Link bei Holy bestellt und 10% Rabatt mit Red 10 eingeheimt, sondern bei B&M. Das ist nämlich der Hersteller dieser Bahn. Bodygon Mobiliard aus der Schweiz. Und das Ganze ist ein sogenannter Sitting Coaster. 4 Personen sitzen nebeneinander, es gibt große Schulterbügel, das in 7 Reihen hintereinander, macht 28 Personen pro Zug. Theoretisch gibt es 3 Züge. PortAventura wird nie im Leben mit 3 Zügen irgendwas betreiben, sondern die fahren mit 2 Zügen. Und auch hier gibt es Big Boy Seats und natürlich auch vor dem Eingang einen Testsitz. Und wie gesagt, kommt diesen Winter das Retracking. Die Fahrt war auch schrecklich und grauenvoll. Da brauchen wir gar nicht so im Detail drauf eingehen. Und es ist einfach so ein bisschen der Beweis, ey, yo, Fanboys, B&M Fanboys, was los? Ist echt nicht cool. Die tauschen echt ganze Elemente. Und es gibt halt wirklich immer mehr und auch viele B&M Kisten, die jetzt echt nicht so geil fahren. Natürlich reden wir jetzt im Fall von Dragon Khan auch von einer 30 Jahre alten Bahn. Es gibt aber auch Bahnen, die gerade eröffnen und nicht so geil fahren. Müssen wir aber nicht so groß drauf rumreiten. Ist halt jetzt einfach mal irgendwie bewiesen, dass teilweise die Kisten echt nicht so nice sind. Aber faktisch noch ein bisschen was zu Dragon Khan. 45 Meter ist die Bahn hoch, hat aber einen First Drop von 49 Metern. Man fährt also ein bisschen tiefer, als man hochgefahren ist. 1269,5 Meter ist die Bahn lang. 104,6 km/h Spitzengeschwindigkeit und es werden insgesamt 8 Inversionen durchfahren. Krasse, beeindruckende Zahlen. Mit so einem Coaster, der dahinter steht, sieht die Bahn ziemlich klein aus, obwohl die echt gigantisch ist. Und das klingt ja alles toll, aber leider ist das der Baukasten von B&M. Einfach Standardelemente aneinander, hintereinander gereiht und dann war es das. Und es fährt halt auch dann nicht so gut. Aber aus der Station raus geht es in der großen Kurve zum Kettenlift. Der Kettenlift bringt einen dann nach oben. Es gibt einen kleinen Pre-Drop. Übrigens, seit 2012 steht da drüber quasi eine noch viel größere Bahn, Shambhala von B&M. Haben sie halb darüber gebaut, einen Hypercoaster, aber darüber haben wir auch im Vlog gesprochen zu PortAventura, den verlinke ich euch auch gerne hier oben. Und nach dem Pre-Drop gibt es eine Kurve und dann kommt der gerade besprochene Drop und wir fahren als allererstes in einen riesigen Looping. Und direkt darauf, nächstes Element dran geflanscht, der Dive Loop, auch ziemlich cool in der Größe. Und darauf folgt dann so ein sehr nices Achterbahnelement, die Zero G Roll. Und die fährt aber auch durch direkt in die Copa Roll, was für mich ein absolutes Murks-Achterbahnelement ist. Und aus der Copa Roll raus geht's zackig nach oben in die Blockbremse. Die wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil bis der Zug in der Station abgefertigt ist, ist der davor schon längst eingefahren und den dritten gibt es ja gar nicht. Seitenhieb. So, seitlich abfallend gibt es dann einen Drop und wir fahren in den zweiten Looping der Bahn und darauf folgt der Interlocking Corkscrew. Und ich habe es ja schon oft erzählt, die greifen zwar ineinander, aber es ist schon wie bei Kumba in Tampa schlauer,
wenn man so da reingucken kann. Und auch hier ist der Interlocking Corkscrew halt seitlich zum Gehweg. Also er ist wenigstens irgendwo an einem Gehweg, aber man kennt es auch oft, dass ein Interlocking Corkscrew irgendwo in der Walachei gebaut wird, aber das eigentlich so ein Show-Element ist, was man sich ja angucken soll als Gast, der gerade nicht mitfährt. Aber ob da jetzt der Layout-Designer oder der Parkwege-Designer dran schuld ist, das einfach mal dahingestellt. Und darauf folgt aber auch schon die letzte Kurve und es geht in die Schlussbremse. So das einmal zum Layout. On-Ride habt ihr hier auf dem Kanal auch schon gesehen und Off-Ride-Aufnahmen natürlich auch. Und klar fand ich die Bahn mit 12 Jahren auch total geil. Und es ist ja auch wirklich heftig und groß und einfach so US-amerikanischer Coaster-Traum in Europa. Aber es ist einfach heute auch nicht mehr State of the Art und so würde man das einfach auch nicht mehr machen. Also B&M vielleicht schon, aber vor 30 Jahren hat man das halt so gemacht. Das hat man ja auch irgendwie bei Vekoma Aerobahn gesehen. Da war auch nur das Aneinanderstecken von Standardelementen und wenn der Looping irgendwie, wenn man da zu schnell für war, dann ist man erstmal irgendwo hochgefahren, hat da oben den Standard-Looping gehabt und ist wieder runtergefahren und hat nicht einfach einen größeren Looping gebaut. Siehe Vekoma heute, was sehr viel krasse Sachen inzwischen machen, wo es halt keine Standardelemente gibt, die einfach aneinandergereiht werden, aus dem Baukasten rausgenommen und hingestellt. Das Thema der Bahn ist übrigens auch ganz nett, chinesische Mythologie, und der Dragon Khan ist die Reinkarnation vom bösen Prinzen Hu von Peking und dieser entfesselt seine Wut, wenn man sich auf seinen Rücken setzt. Und da sind Schläge in der Strecke doch Thematisierungselemente, wenn der Zug der Rücken ist, auf den man sich setzt. Aber PortAventura hat sich auch was Cooles zu 30 Jahre Dragon Khan ausgedacht. Nicht nur, dass 2 Elemente getauscht werden, sondern auch diesen Schlüsselanhänger, der sich die ganze Zeit hier im Bild mitdreht. Und das ist ein Originalteil von Dragon Khan. Denn man hat die Original-Bronze-Bremsbeläge, die irgendwann mal, also es gibt Wartungsarbeiten, da müssen Teile getauscht werden und dabei sind Original-Bremsbeläge von Dragon Khan übergeblieben. Und die hat man jetzt nicht in Stücke geschnitten und ein Loch reingebohrt und daraus einen Schlüsselanhänger gemacht, sondern das ist alles komplett eingeschmolzen und daraus diese Plaketten gegossen, die lasergraviert und lackiert sind und daraus diese Schlüsselanhänger gemacht zu 30 Jahre Dragon Khan. Das ist eine sehr nice Idee, ein cooles Andenken. Es ist kein Souvenir, denn das Teil kann man einfach nicht kaufen, sondern es ist einfach ja, ein Geschenk und für alle, die irgendwie Teil der Geschichte von Dragon Khan sind und jeder, der Dragon Khan bis jetzt gefahren ist Teil der Geschichte von Dragon Khan. Also sehr cooles Piece. Und mein kleines Video zu 30 Jahre Dragon Khan in PortAventura World. Eure Meinung zu der Bahn gerne in die Kommentare.